Wenn man die Diagnose Pneumothorax bekommen hat, steht man wahrscheinlich vor sehr vielen Fragen und wenige Antworten. Mir ging es auch so, als ich einen primären Spontanpneumothorax hatte. In diesem Video soll es deshalb zunächst um das allgemeine Krankheitsbild gehen. Ich erkläre, was es genau ist und was man bisher über die Ursachen weiß. Wer sich nur für meinen Erfahrungsbericht interessiert, den findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Der Pneumothorax ist ein Krankheitsbild, bei dem sich Luft im Brustkorb, also dem Thorax, konkret im sogenannten Pleuraraum zwischen Lunge und Brustwand ansammelt. Eigentlich reicht die Lunge im gesunden, ausgedehnten Zustand aufgrund des vorherrschenden Unterdrucks bis an die Brustwand und wird dort nur von einem feinen Flüssigkeitsfilm getrennt. Grundsätzlich unterscheidet man verschiedene Formen des Pneumothorax. Die häufigste ist der Spontanpneumothorax, der, wie der Name schon sagt, spontan, ohne erkennbaren Auslöser entsteht. Hier wird noch zwischen einem primären und sekundären Spontanpneumothorax differenziert. Der primäre tritt bei Menschen auf, die eigentlich eine gesunde Lunge haben. Mehr dazu gleich. Der sekundäre Spontanpneumothorax entsteht bei Personen mit Lungenschäden infolge einer vorbestehenden Lungenerkrankung, zum Beispiel einem Lungenemphysem, Tuberkulose, Tumore etc. Ein Pneumothorax kann auch durch einen Unfall, Sturz, Stichverletzung, gebrochene Rippen verursacht werden. Das ist der traumatische Pneumothorax. Auch ärztliche Eingriffe wie die Spiegelung der Bronchien oder das Anlegen eines Venenkatheters können einen sogenannten iatrogenen Pneumothorax auslösen. Bei Frauen kann ebenfalls der katameniale Pneumothorax auftreten. Dieser erscheint wiederkehrend im Zusammenhang mit der Menstruation infolge einer Endometriose. Dabei liegt Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter, zum Beispiel im Thorax, vor. Die Symptome treten hier im Rahmen des Zyklus einige Tage vor der Menstruation, währenddessen oder danach auf. Je nach Luftmenge im Pleuraraum unterscheidet man noch verschiedene Ausprägungsformen. Eine lebensbedrohliche Variante ist der Spannungspneumothorax. Bei dieser Form herrscht ein Mechanismusdefekt vor. Die Atemluft kann nur noch in eine Richtung hineinströmen, aber nicht mehr hinaus. Mit jedem Atemzug pumpt sich der Pleuraraum also weiter auf und irgendwann ist der Druck so hoch, dass die umliegenden Organe und Gefäße betroffen sind, was dann zu einem Kreislaufversagen führt. Die Entstehung der Krankheit primärer Spontanpneumothorax ist noch nicht vollständig erforscht und verstanden. Man kennt als Ursache momentan geplatzte Lungengewebsblasen, sogenannte Blebs oder Bulla, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, an der Lungenoberfläche. Blebs sind winzig kleine Bläschen und Bulla dagegen größere luftgefüllte Räume. Wenn diese platzen, strömt Luft heraus. Man weiß aber noch nicht, warum diese Bläschen überhaupt auftauchen. Man vermutet ebenfalls, dass entzündliche Veränderungen der Atemwege dazu führen, dass sich der Atemwegswiderstand erhöht und zur Bildung sogenannter ELCs, Emphysema-like Changes, beitragen. Das sei eine Vorstufe der Blebs. Der größte Risikofaktor für die Erkrankung ist der Tabakkonsum bzw. das Rauchen, gefolgt vom Körperbau und Geschlecht. Die meisten Patientinnen und Patienten sind jung, groß und schlank, haben einen niedrigen Body Mass Index. Das begünstigt einen Pneumothorax, weil eine größere elastische Spannung im Lungengewebe herrscht. Ebenso das Geschlecht spielt eine Rolle, denn es erkranken viel mehr Männer als Frauen. Auch genetische Veranlagungen und Gendefekte, wie zum Beispiel das Marfan-Syndrom, können dazu beitragen. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzlich einsetzende Schmerzen im Brustkorb, die sogenannten Thoraxschmerzen, Atemnot und Husten. Wenn der Pneumothorax nur geringfügig ausgeprägt ist, zum Beispiel bei einem Spitzenpneumothorax, wo nur ein kleiner Teil an der Lungenspitze kollabiert ist, merken einige Menschen auch gar nichts. Ein Pneumothorax als Krankheitsbild sei insgesamt relativ häufig. Ein Spontanpneumothorax ist, wie erwähnt, bei Männern deutlich häufiger als bei Frauen. Etwa 2,5 von 10.000 Männern sind betroffen, aber nur eine von 10.000 Frauen. Das Verhältnis liegt also in etwa bei 3:1. Zu diesem Thema gibt es eine super interessante Studie aus Graz. Diese zeigt, dass es einen statistisch hochsignifikanten Unterschied in der Körpergröße, im Gewicht und BMI zwischen Männern und Frauen mit Spontanpneumothorax im Alter von 18 bis 35 Jahren gibt. Betroffene Frauen sind zum Beispiel im Durchschnitt 1,68 Meter groß, Männer 1,83. Zudem besteht ein statistisch leicht signifikanter Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Seite, auf der der Pneumothorax auftritt.
Bei Frauen ist es überwiegend auf der rechten Seite. Ein möglicher Erklärungsansatz, warum Männer häufiger betroffen sind, sei, dass sie sich tendenziell häufiger dem Nummer 1 Risikofaktor Tabakkonsum aussetzen. Weiterhin haben sie aufgrund ihres Körperbaus einen schnell wachsenden, größeren vertikalen Durchmesser des Thorax, was wiederum zur erwähnten höheren Spannung im Lungengewebe führt. Ob es sich aber grundsätzlich bei Frauen und Männern um das gleiche Krankheitsbild handelt, kann man noch nicht sagen. Dazu sind eine größere Studienpopulation und weitere Forschungen zum katamenialen Pneumothorax notwendig, da dieser eventuell eine größere Rolle spielt als bisher angenommen. Ein Pneumothorax wird in der Regel durch Thoraxröntgen diagnostiziert, manchmal auch per Ultraschallverfahren. Arztpersonal kann Vermutungen anhand einer gesteigerten Atemfrequenz, einer Schonhaltung, die man unterbewusst einnimmt, Unregelmäßigkeiten beim Abhorchen und klinischen Symptomen wie Tachykardie und Blutdruckabfall stellen. Um das Ausmaß bzw. die Ausdehnung genauer beurteilen zu können und eventuell auch Bleps ausfindig zu machen, wird Computertomographie, also das CT, eingesetzt als Methode. Bei einem gering ausgeprägten Pneumothorax kann der Körper die Luft in wenigen Tagen alleine resorbieren. Hier reicht also ein abwartendes, konservatives Verfahren zur Therapie. Patienten müssen Bettruhe in flacher Lagerung einhalten und werden zur Beschleunigung mit Sauerstoff beatmet. Ist die Situation komplizierter und die Luftansammlung zu groß, wird eine Thoraxdrainage angelegt. Während eines minimalinvasiven Eingriffes wird ein schmaler Schlauch von der Seite in den Pleuraspalt eingeführt. Dies findet in Kurznarkose und lokaler Betäubung der Haut statt. Die Luft wird also mit dem Schlauch abgesaugt und der Unterdruck so wiederhergestellt. Die Drainage bleibt so lange drin, bis sich die Lunge wieder vollständig entfaltet hat und funktionstüchtig ist, meist so zwischen 5 und 9 Tagen. Leider ist die Rückfallquote bei dieser Erkrankung sehr hoch, das heißt, der Pneumothorax kann wiederkommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt in den ersten Monaten bis Jahren so zwischen 30 und 60%. Wenn es wiederholt auftritt, wird eine Operation empfohlen. Auch wenn die Drainage nicht anschlägt, Bourlaye nachgewiesen wurde oder es sich um einen akuten Spannungspneumothorax handelt, wird eine OP durchgeführt. Dabei werden die blasigen Lungenveränderungen abgetragen und die Lunge wird mit der Brustwand verklebt. Nach dem Pneumothorax sollte logischerweise auf Rauchen, aber auch auf Flaschentauchen verzichtet werden. Je nach Quelle wird auch Flugzeugfliegen und Höhlenwandern aufgeführt. Das sollte aber nur dann ein Risiko darstellen, wenn es zu einem rapiden Druckabfall kommt. Die erste Zeit wäre es sicherer, vorm Flugzeugfliegen abzusehen. Vor und nach einem Flugzeugaufenthalt wird zum Röntgen geraten, besonders wenn das Reiseziel ein Land ist, in dem die medizinische Versorgungslage nicht ganz so gut ist. Auch Höhenwanderungen sollten kein Problem sein, wenn man genügend Zeit zum Akklimatisieren in der Höhenlage hat. Wichtig zu wissen ist, dass man nach der Heilung wieder ganz normal weiterleben kann und auch sportliche Aktivitäten sollten nach wenigen Wochen wieder möglich sein. Wenn ihr noch weitere interessante Informationen, Ergänzungen, Korrekturen habt, teilt diese gerne in den Kommentaren und schaut jetzt gerne beim Erfahrungsbericht vorbei.